Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen eine Aufbewahrungsbox passgenau für euren Schrank. Dies ist nun der zweite Teil von 2. Im ersten Teil habe ich euch gezeigt, wie ihr die Maße für euer Utensilio ausrechnet. Heute starten wir mit dem Nähen. Hier könnt ihr euch das erste Video anschauen. Wenn euch die Maße aber so passen, könnt ihr den ersten Teil einfach weglassen und gleich mit dem Nähen beginnen. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Ich habe hier schon mal alle Teile ausgeschnitten. Das ist einmal das Außenteil und das Innenteil, das 5 cm größer ist. Versäubert beide Teile an den 2 kurzen Seiten und an einer langen Seite. Unten wird nicht versäubert. Wie gesagt, ich habe mein Außenteil geteilt, wie im ersten Teil gesagt, und dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht, weil dort Stickereien drauf waren. Auf der Innenseite war mir das egal und ich habe es aus einem Teil geschnitten. Das könnt ihr ignorieren bzw. genauso machen. So sieht das dann aus, wenn ihr das aus 4 Teilen zusammennäht. Bei den 4 Teilen nähst du auch 3 Seiten zusammen und unten bleibt frei. Die unterschiedliche Nähart zeige ich euch etwas später. Das Bodenteil wird einmal zugeschnitten und nicht versäubert. Das Bodeninlay besteht aus 2 Teilen. Eins davon ist 3 cm breiter. Hier wird jeweils eine Seite versäubert. Der Henkel ist optional. Ich habe ihn auf 4 gleich große Teile gefaltet und gebügelt. Und ich habe mich für einen Henkel pro Box entschieden. Du kannst aber auch 2 machen oder gar keinen. Außerdem braucht ihr noch 5 mal den Karton. Diesen schneidet ihr ca. 0,5 cm kleiner zu. Also in meinem Fall 26,5 x 26,5 cm, damit ihr ihn gut später in die Box reinbekommt, da der Karton auch eine gewisse Breite hat. Nähanleitung. Der Henkel wird so 4-mal gefaltet und mit Klammern zusammengesteckt. Steckt ihn dann an den langen Seiten knappkantig ab. So sieht das dann fertig aus. Bügelt gerne nach dem Nähen einmal drüber. Bügle das Bodeninlay auf der versäuberten Seite 1 cm um und stecke es mit Klammern zusammen. Näht hier einmal hier rum. Das gleiche machst du mit dem zweiten Bodeninlay. Legt dann die 2 Teile rechts auf rechts bündig zusammen. Steckt sie mit Klammern fest. Nähe dann die 3 Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen und versäubere die 3 Enden danach mit der Overlock oder deinem Zickzackstich. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle über alle genähten Nähte. Dann biegst du die Nahtzugaben hier so schräg um und bügelst sie. Drehe das Bodeninlay auf rechts und stecke dir eine Klammer. Nähe dann von hier bis zur Naht. Das gleiche machst du auf der anderen Seite auch. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Wende das Inlay auf rechts und forme die Ecken schön aus.
Stecke den Karton dann in das Inlay. Wie du siehst, geht es trotz der 0,5 cm noch recht streng, aber so soll es auch sein, damit es schön straff sitzt. Klappe zum Schluss den Überstand um. So wird es dann in den Karton gelegt. Wenn ihr die Seiten aus 4 statt aus einem Teil gemacht habt, müssen diese jetzt zusammengenäht werden. Ansonsten könnt ihr die nächsten Schritte ignorieren. Versäubert zuvor alle Seiten außer die Bodenseite. Steckt euch diese dann an den Seiten rechts auf rechts zusammen. Näht dann die 3 Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle den Nahtanfang. Markiere dir an der nicht versäuberten Seite 1 cm und nähe nur bis zu dieser Markierung. Verriegle das Nahtende. Hier ist ein kleiner Schlitz. So soll das auch sein. Bügle dann die Nahtzugaben auseinander. Hast du das gemacht, sind wir auf dem gleichen Stand, wie wenn du die 4 Seiten aus einem Teil geschnitten hättest. Als nächstes biegen wir die obere versäuberte Kante 1 cm um und bügeln diese. Steckt ihr dabei ein paar Nadeln. Steppe dann einmal die gesamte Länge ab. Das gleiche machst du mit den Seiten des Innenteils. Bügel gerne nochmal über die genähte Naht. Wenn ihr die Seiten aus einem Teil geschnitten habt, müsst ihr euch noch Linien einzeichnen, wo ich hier Nähte habe. Die Linien wären hier dann bei 28, weil hier 1 cm Nahtzugabe an der Seite hinzukommt. Diese beiden haben die Breite von 27 und die letzte Seite wieder 28. Im nächsten Schritt zeichnen wir uns jetzt die Position der Henkel ein. Ich habe mir 4,5 x 6,5, also 6,54 und 4,54 überlegt. Das kannst du aber auch anders machen, wo dir der Henkel am besten gefällt. Das zeichne ich mir erstmal ein. Mach das am besten mit Schneiderkreide. Ich habe es nur so gemacht, damit man es besser sieht. Biegt euch dann die Enden 1 cm um und steckt sie fest. Nähe die beiden Enden mit einem Rechteck und einem Kreuz an. Übrigens sind die Aufbewahrungsboxen später waschbar, weil man den Karton einfach herausnehmen kann. Jetzt werden die Seiten links auf links an den nicht versäuberten Kanten unten bündig zusammengelegt. Legt dabei die Markierungen bzw. die Nähte aufeinander und steckt sie zusammen. Näht die Seiten dann zusammen. Startet die Naht an der nicht versäuberten Kante 1 cm innerhalb des Stoffes. Nähe dabei die Teile an den Markierungen bzw. an der Naht zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Versuche dabei,
genau im Nahtschatten zu nähen. Jetzt stecken wir uns die noch offenen Seiten zusammen. Das machst du mit der Außen- und der Innenseite. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Am Ende unten stoppst du wieder 1 cm innerhalb der Nahtzugabe mit den Nähen. Bügle dann wieder die Nahtzugaben auseinander. Wende das Ganze auf rechts und stecke die Nähte aufeinander. Nähe dann auch hier die Innen- und Außenseiten zusammen. Bügel gerne noch einmal über die Nähte. Wende den Stoffschlauch so, dass die Innenseite außen liegt. Platziere dann das Bodenteil mittig zwischen eine Seitennaht. Es sollte dabei 1 cm auf jeder Seite überstehen und mit der linken Seite zu dir liegen. Stecke das Bodenteil an beide Stofflagen des Seitenteils. An der Ecke hast du bei den Seitenteilen aus Einzelteilen bereits einen vorhandenen Knips. Hast du die Seitenteile aus einem Teil gemacht, müssen die Knipse nun bis kurz vor der Nahtzugabe eingeschnitten werden. Ziehe die Knipse dann auseinander, damit du beim Bodenteil wieder 1 cm innerhalb der Kante zu stecken beginnen kannst. So steckst du alle Seiten zusammen. Nähe die Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Nähe dabei auf der Seite mit den Seitenteilen. Am Knick stichst du in den Stoff ein, hebst das Füßchen, drehst den Stoff um 90 Grad, senkst das Füßchen und nähst weiter. Nähe einmal über die Anfangsnaht. Überprüfe, ob die Ecken gut geworden sind. Versäubere dann noch die Kanten. Drehe die Box jetzt auf rechts und forme die Ecken schön aus. Dann muss nur noch der Karton in die 4 Laschen reingesteckt werden und das Inlay eingesteckt werden. Das geht etwas streng, aber dafür sieht es dann richtig ordentlich aus. Schaut, dass alles schön glatt da liegt. Bei mir ist der Stoff etwas dünn und durchsichtig. Mit etwas festerer Baumwollwebware oder Canvas würde es besser werden. Wenn alle 4 Wände drinnen sind, klappst du das innere Seitenteil über das äußere. So sind die Kartons nicht mehr sichtbar. Jetzt kommt noch das Inlay rein und zwar mit der offenen Seite zuerst, damit es schön sauber drinnen liegt. Fertig ist eure maßgeschneiderte, waschbare Aufbewahrungsbox. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich noch über ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!